Hallo allerseits! Ich habe mal wieder ein Unboxing-Video für Modellbahnfans der Spur 1 im Maßstab 1:32 gedreht. Hierzu und für eine Lokvorstellung in der Fachzeitschrift Eisenbahnmagazin habe ich von Märklin leihweise dieses Modell der großen Dieselhydrauliklok V320 erhalten. Das Vorbild wurde von der Firma Henschel nur einmal gebaut. Märklin hat es zum Listenpreis von 2.990 € in 6 Modellvarianten gemäß seinen Lebensabschnitten in Szene gesetzt. Ich zeige es hier als DB-Lok V320 001 im Betriebszustand des Jahres 1965. Zum Lieferumfang gehören eine alternativ an der Lokfront montierbare Telex-Kupplung und diverse Kleinteile. Zudem liegt ein Fläschchen Dampföl für die Rauchentwickler des Modells bei. Hier sind noch diverse Kleinteile zur alternativ am Lokende montierbaren Vorbildschraubkupplung. Dann gibt es noch Stoffhandschuhe und diverse Unterlagen. Eine Garantieurkunde, eine 6-sprachige 40-seitige Bedienungsanleitung und ein ebenfalls 40-seitiges Heftchen mit Zusatzinfos in 6 Sprachen zum Digitaldecoder des Modells. Schließlich liegt noch ein Gabelschlüssel und eine Pipette für das Dampföl bei. Jetzt geht das eigentliche Auspacken des Schwergewichts los. Ich hebe momentan fast 11 Kilogramm. Die Tragegurte dienen gleichzeitig zur Verzurrung der Styropor-Schutzhaube und lassen sich einfach öffnen. Die Lok ist für den sicheren Transport fest auf einem Aluminiumbrett verschraubt, das sich auch für eine Vitrinenpräsentation eignet und entsprechend beschriftet ist. Insgesamt sind das jetzt noch 10,2 Kilogramm, wobei die Lok selbst 9,25 Kilogramm wiegt. Zur Abmontage vom Transportbrett kommt die Lok jetzt seitlich auf eine Schaumstoffauflage. Dann müssen noch die Bolzen mit dem Gabelschlüssel abgeschraubt werden. Und schließlich werden die Schaumstoffeinlagen an den Drehgestellen herausgezogen. Gleich mal ein paar technische Details des Modells. Hier sind die beiden Öffnungen für die Lautsprecher des Modells. Am hinteren Drehgestell befindet sich hier ein Schalter zur manuellen Deaktivierung der beiden Rauchentwickler, falls man sicherstellen will, dass sie nicht mal versehentlich elektronisch eingeschaltet werden. Die Drehgestelle sind in etwa hier gelagert. Der Antriebsmotor befindet sich in jedem Drehgestell in etwa hier im Maschinenraum und greift hier runter auf dieses Zentralgetriebe und von hier aus geht es über Kardangelenke zu den Dreiachsgetrieben. Die Radsätze lassen sich das vordere und hintere jeweils um 2 mm horizontal verschieben und der mittlere um 5 mm. Auf diese Weise schafft das Modell trotz fast 72 cm Länge und trotz dieser dreiachsigen Drehgestelle auch den 1020 mm Radius. Die Achsen sind hier kugelgelagert und gefedert und können dadurch auch gut pendeln. Und zur Stromaufnahme dienen sowohl die Kugellager als auch Achsschleifer zusätzlich. Am hinteren Drehgestell ist serienmäßig die Telex-Kupplung montiert und lässt sich hier sehr schön weit bewegen. Und hier sieht man die Steckverbindung, mit der dann die Telex-Kupplung elektrisch mit dem Modell verbunden ist. Wer möchte, kann die Telex-Kupplung auch demontieren und hier auch eine Vorbildschraubkupplung anbringen, so wie am anderen Ende des Modells. Und hier gleich auch noch aus der Nähe ein Blick auf die Lokfront von unten mit der Vorbildschraubkupplung und mit den ganzen Zurüstteilen. Man sieht hier schön, dass die Bremsschläuche beweglich sind
und auch hier die Schraubkupplung. Und man sieht auch, dass die Schraubkupplung hier gefedert montiert ist, dass sie auch sich gut bewegen lässt. Und falls man sie abnehmen möchte, muss hier mit einer kleinen Zange dieser Hebel gezogen werden und dann kann die Schraubkupplung entriegelt werden. Und schließlich sind dann auch noch die Puffer gefedert, wie sich das so gehört für ein Spur 1 Modell. Jetzt kommt die 9,25 Kilogramm schwere Lok auf meine Spur 1 Testgleismodule. Inzwischen habe ich als Digitalzentrale eine Central Station 3 von Märklin angeschlossen und setze nun erstmals die Gleise unter Strom. Ups, das ist ganz schön laut. Jetzt muss man ein wenig warten, bis sich die Lok auf Basis des NFX-Digitalprotokolls erstmals interaktiv an der Zentrale anmeldet. So, nun erfolgt über die Gleise die Datenübermittlung von der Lok zur Zentrale. Fertig! Jetzt ist die V320 in der Lokliste und kann per Fingerwischer einem der beiden Fahrregler zugeordnet werden. Nun lassen sich direkt am Touchscreen die 32 Digitalfunktionen der Lok aktivieren. Ich komme jetzt zu den Digitalfunktionen des Modells. Zunächst die Lichtfunktionen, natürlich eine Spitzenbeleuchtung, die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung dann auf Rot umschaltet. Die Beleuchtung lässt sich auch an jedem Führerstand einzeln deaktivieren. Zudem gibt es eine Doppel-A-Rangierbeleuchtung, in beiden Seiten dann 3 Lichtspitzenbeleuchtung in diesem Fall. Dann die Führerstandsbeleuchtung. Auch diese wechselt in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung. Bei dieser Gelegenheit gleich mal ein Blick in den Führerstand. Jetzt auch gleich der Führerstand von der anderen Seite. Als nächstes gibt es noch eine Maschinenraum-Einstiegsbeleuchtung. Auch hier gleich ein Blick durch die Türe auf der anderen Seite. Und natürlich auch mal ein Blick durchs Oberlichtfenster. Die letzte Lichtfunktion ermöglicht schließlich einen Blick in den Maschinenraum-Mittelteil. Und auch noch ein Blick von der anderen Seite durch das andere Fenster. Jetzt zu den Geräuschen und ich zeige dabei auch wieder einige Detailaufnahmen. Das Signalhorn in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Ein Rangierpfiff. Das Sanden. Druckluft ablassen. Der Hilfsdiesel. Diesel nachfüllen. Sand fassen. Der Sound des Scheibenwischerantriebs. Der Kompressor. Der Lüftersound. Ein Bahnhofsumgebungsgeräusch.
das Öffnen der Führerstandstüre und wieder schließen. Dann gibt es noch einen Schaffnerpfiff und noch eine Multi-Bahnhofsansage für die Strecke München-Lindau, bei der mit jedem Tastendruck eine weitere Haltestelle angesagt wird. Nächster Halt Buchloe, nächster Halt Kaufbeuren, nächster Halt Kempten, nächster Halt Immenstadt, nächster Halt Lindau. Und bei Fahrtrichtungswechsel wird automatisch dann die Reihenfolge umgedreht und es geht wieder rückwärts Richtung München. Nächster Halt Immenstadt, nächster Halt Kempten, nächster Halt Kaufbeuren, nächster Halt Buchloe, nächster Halt München. Und schließlich gibt es auf Tastendruck noch eine Ansage der Informationen zum Lokvorbild. 1956 begann die Firma Henschel mit der Konstruktion der mit 23 Metern Länge und 122 Tonnen Gewicht bis heute größten und stärksten dieselhydraulischen Lok Europas. Die 1962 fertiggestellte V320 001 gelangte 1963 als Mietlok in den Bestand der Deutschen Bahn in das BW Hamm. 1965 übersiedelte sie nach Kempten und beförderte vorwiegend schwere Schnellzüge zwischen München und Lindau. Einer ihrer Starzüge, gekuppelt aus dem damals modernsten Wagenmaterial von DB und SBB, bildete der D96 Isar-Rhône. Dann gibt es noch einen Kupplungssound in Verbindung mit der Telex-Kupplung. Dieser Sound ist auch noch auf einer zweiten Taste abrufbar, und zwar für die Lokfront, falls man hier auch eine Telex-Kupplung montiert hat. Dann zeige ich jetzt noch auf einem Rollenprüfstand die Fahrgeräusche und auch den Rauchentwickler. Das Dampföl muss ganz vorsichtig eingefüllt werden, damit es nicht auf der anderen Seite wieder rausspritzt, weil diese beiden Öffnungen miteinander verbunden sind. Und das ist die zweite Rauchentwicklereinheit. Ich schalte jetzt den Sound für das Betriebsgeräusch mit Rauchgenerator ein. Das ist die Digitalfunktion F16. Es dauert eine Zeit lang, bis der Rauchentwickler anfängt. Laut Bedienungsanleitung bis zu 2 Minuten. Ich habe jetzt eine LED-Handleuchte hinter die Lok gelegt, damit man den Rauch besser sieht. Nachdem die Lok anfährt, setzen sich auch die Lüftereinheiten automatisch in Bewegung. Die Lüftermotoren können auch per Funktionstaste als Zweiergruppe deaktiviert werden. Ich nehme jetzt mal die Abdeckung der Lüftereinheit ab, damit man das schöner sieht. Die ist sehr praktisch mit einem Magnetverschluss gesichert. Jetzt schalte ich die Lüftereinheit wieder ein. Und nun schalte ich alles aus. Als nächstes befahre ich jetzt auf meinen Testgleismodulen 2 Gegenweichen mit 1020 mm Radius in der niedrigsten Fahrstufe. Ich mache das, um mal zu zeigen, wie gut die 72 cm lange Lok doch diese engen Radien meistern kann. Bei dieser Fahrt ohne Soundelektronik hört man natürlich deutlich, dass die Motoren nicht unhörbar sind und die Getriebe dieser Lok auch ein paar Laufgeräusche verursachen. In der langsamsten Fahrstufe braucht die Lok übrigens für 1 Meter 53 Sekunden. Das entspricht maßstäblich umgerechnet einer Vorbildgeschwindigkeit von 2,2 Stundenkilometern. Zum Abschluss zeige ich jetzt noch eine etwa 4,5 Minuten dauernde automatisierte Pendelfahrt mit Rauch und Sound.
Ich habe diese auf der Central Station in Form einer Ereignisabfolge programmiert, also gemäß dem Prinzip einer Fahrstraßenprogrammierung.
Das war's mit meiner Probefahrt und mit meinem Unboxing der 9,25 Kilogramm schweren und knapp 72 cm langen Spur 1 Lok V320 001 von Märklin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal als abowürdig weiterempfehlen würden.